Und einmal war irgendwie ein Chef da im Treppenhaus, hat gesagt Mahlzeit. Dann habe ich ihm auch gesagt, ja, danke. Und dann war er so perplex, der ist richtig stehen geblieben und er so, was? Dann ich so, ja, was? So, ja, wir waren auf den Winter vorbereitet, nur der Schnee hat uns erwischt. Auf den Schnee haben wir nicht gedacht, also, aber auf den Winter waren wir vorbereitet, so ungefähr. 2 Frauen haben ein offenes Thema wegen Schmuck von der Oma, wo Oma absolut zweitrangig ist. Fuck it, dass Oma tot ist. Aber der Schmuck ist nicht geklärt, Alter, wen es gehört. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Blickwinkel Chaos. Mein Name ist Norbert Marton und ich sitze hier heute wie immer mit Christina Snigur. Hallo. Und mit Corbinian Duda. Hallo. Was? Bist du krank? Wolltest du ein Hi? Ja. Oh mein Gott, ein Hallo. Wo ich frisch die Ausbildung angefangen habe in 2017, hat jeder in der Mittagszeit Mahlzeit gesagt. Und ich habe das erste Mal in meinem Leben so jetzt in dem Kontext gehört und ich wusste halt nicht, was da Sache ist. Und die haben gesagt Mahlzeit und ich habe darauf Hallo geantwortet. Und alle haben mich komisch angeschaut. Die waren alle so richtig perplex. So. Ich habe nicht verstanden, aber wieso. Und einmal war irgendwie ein Chef da im Treppenhaus, hat gesagt Mahlzeit. Dann habe ich ihm auch gesagt, ja, danke. Und dann war er so perplex, der ist richtig stehen geblieben und er so, was? Dann ich so, ja, was? So. Er so, ja, man muss Mahlzeit zurück sagen. Ich so, ach so, ja, dann Mahlzeit. Ja, Mahlzeit. Und dann ist weitergegangen. Ja, da hast du was Neues gelernt. Ja, bis heute verstehe ich nicht eigentlich, wieso man von 10:30 Uhr bis 14:30 Uhr Mahlzeit sagt. Oder angurten. Ja, das habe ich seltenst gehört, aber Wir sagen immer bei uns in der Arbeit. echt? Wir sind viel zu Bayer. Weiß nicht. Das ist ein bayerisches Phänomen, das gibt's in anderen Bundesländern nicht mit Ja. der Mahlzeit. Ja, okay, ich habe auch mal in Berlin-Kreuzberg Semmeln versucht zu bestellen. In 2016 oder so. Also die Integration hat da noch nicht so gut funktioniert. So, meine Lieben. Solange du nicht versucht hast, einen Krapfen zu ordern. Nee. So, wir haben richtig viel zu tun. Ich habe richtig viel mitgenommen. Oha. Schauen wir mal, was wir alles so abfrühstücken. Fangen wir gleich an. Frage des Tages. Würdest du ein Erbstück, womit du nichts anfangen kannst, verkaufen? Also keine Ahnung. Also ein Gegenstand quasi. Ja, klar. Also Oma, Opa stirbt, keine Ahnung, dann erbst du irgendwie Armbanduhr oder Halskette oder was weiß ich. Und ist halt Oldschool-Design, ist nicht mehr so in Mode. Dann denkst du dir, ja gut, ist aber doch irgendwie aus Gold. Wo würdest du es verkaufen? Mhm. Und vielleicht stattdessen dir eine andere Halskette kaufen, was dir gefällt oder sowas? Die Mode kommt zurück erstmal. Und zweitens ist vielleicht irgendwie Rarität. Ich kann das nicht mehr aussprechen. Rarität. Rarität. Eine Rarität ist und vielleicht in 10 Jahren kostet doppelt so viel oder 10-fach. Deswegen werde ich das behalten. Verstehe. Ja, und ich würde auch den Schmuck vielleicht behalten, weil es stammt von meiner Familie als Erinnerung, wer ich bin. Wäre das meine Oma oder wäre das meine Mutter? Aber was ich abgeben würde, eine hässliche Vase. Ist auch Ich schon hasse- sehr explizit. Wer erbt eine Vase? Wenn sie teuer war? So, ganz Hallo? ehrlich, du erbst, wenn die Großeltern oder um Gottes Willen die Eltern sterben einfach, verstorben sind, dann erbst du alles. Und du erbst auch Sachen, was du dir wünschst und du erbst die Sachen, was du vielleicht dir nicht wünschst. Das hält auch dazu Möbel, Vasen. Aber Vasen hasse ich am meisten tatsächlich. Vasen, Betten, alles. Möbel einfach. Stimmt, es gibt einige Leute, die auf sowas spezialisiert sind, dass sie auf Wohnungsräumungs-Events gehen. Also Großeltern sterben aus und dann die Kinder, Enkelkinder räumen halt die Wohnung weg, damit Sterben sie halt raus aus. können. Bitte? Nein, das formuliert. Sterben aus. Also so, weißt du, so. Sie sterben halt einfach. Kannst du dir erinnern? Ja, aber sie sterben aus der Wohnung
aus. Nein, alles gut. Lass dich nicht unterbrechen. Es klingt halt so wie von wegen, als wäre so eine Spezies, die halt weg ist. Die Spezies Großeltern ist jetzt ausgestorben. Richtig. Oder wie zum Beispiel, wir im Urlaub waren in Martina, da waren so, du hast die Türen von einem Gebäude aufgemacht und da waren so viele Sachen, einfach so, nicht Secondhand, aber so Vintage-Sachen, wo du denkst, von wo haben sie es raus? Von wo? Ja, genau, darauf wollte ich hinaus. Es gibt Leute, die einfach so hin und her gehen, Sammler. so Flohmarktmäßig und die suchen und dann, keine Ahnung, die Kinder, Enkelkinder haben ja keine Ahnung, was die Großeltern so hatten, aber die kennen sich aus mit Antiquitäten oder mit alten Sachen einfach und die wissen, dass es einfach mehr wert ist und dann kaufen halt, keine Ahnung, irgendwie einen uralten Plattenspieler für 20 Euro, was eigentlich so 2000 Euro wert ist und machen halt Cash damit. Eigentlich. Da musst du aber halt schon hart im Geschäft sein und das alles wissen. Das ist nichts, was du mal schnell beim Vorbeischauen, dann wirst du schon, du weißt, was du tust. Das ist ein bisschen. Ja, safe. Hast ein bisschen Klar. Erfahrung in dem Ganzen gesammelt, bevor du dann das einfach mal so auf den Flohmarkt gehst und guckst, was da vielleicht irgendwie das Bild ist von irgendeinem Künstler. Du siehst die Unterschrift und sagst, wenn das echt ist, dann ist das hier richtig, richtig Geld und sagst, ich kauf's für 20 Euro. Und nachher verkaufst du für 20.000. Ich habe mal da einen Tipp gehört. Ich kenne jemanden, der halt so Flohmärkte besucht, weil der so ein Zweiten Weltkrieg-Fanatiker ist. Und der sammelt halt so alte Sachen, alles rund um den Zeitraum. Auch so militärische Abzeichen, so mal Outfits und so weiter. Also so dies, das. Mhm. Ist schon, ja, ist ein bisschen rechts, das Hobby, muss man ehrlich Ich wollte sagen. gerade sagen, wenn du so Aber- gerade in dem Zeitraum Militärmemorabilia, also weißt du so, die eisernen Kreuze und ne, was dann der Opa oder Urgroßvater noch bei der Waffen-SS gesammelt hat. Zu seiner Verteidigung, er sammelt alles, was so Antiquität ist. Also nicht nur aus dem Zeitraum, aber Alles gut, aber es Ja. hört sich schon ein bisschen rechts an, ja, muss man ehrlich sagen. Und der hat auch mir den Tipp gegeben, wenn du auf einem Flohmarkt einen Spiegel siehst, der irgendwie so schön dekoratives Rahmen hat und der Spiegel schon richtig verblasst ist, so dass man sich kaum darin sieht, dann ist es definitiv einiges wert. Auf jeden Fall mehr, als wofür es verkauft wird. hat Frag er auch mich, begründet, warum? Also, ich habe okay. nicht nachgefragt. Okay, alles klar, weil so, Ja, ich vermute mal, es hat irgendwas mit der Verarbeitung zu tun, weil die heutigen Spiegel verblassen ja nicht, weil die irgendwie jetzt aus Plastik sind und das ich hätte ein bestimmt in richtig Glas. bescheuertes Beispiel. Ja, hau raus. Weil beim Kinderspielzeug waren auch früher so Spiegel dabei und wenn ich die heute auspacke, da kann ich mich auch nicht mehr drin sehen. Also von daher so, aber Ja, aber die haben nie so einen exotischen Holzrahmen. hallo, als Kind fand ich schon sehr exotisch als Spielzeug. Ja, okay. Also ich persönlich Nein, ich würde- glaube, ich weiß, was er meint, weil wie das funktioniert, ist eine andere Technik früher gewesen, die einfach heute nicht mehr so ist. Das wird nicht mehr so produziert. Ich verstehe schon, glaube ich, was er meint. Ja, und ich glaube, das hat damit was zu tun, dass diese alte Herstellungsmethode bzw. diese Technologie arschteuer war damals. Und wenn schon der Spiegel arschteuer ist, dann wird der Rahmen auch das sein und es ist dann wieder verwertbar, gehe ich mal davon aus, oder ich weiß es nicht. Gut. Corbinian, würdest du ein Erbstück verkaufen? Das kommt drauf an. Also, ich bin bei Christina bei so Sachen, mit denen du halt absolut nichts anfangen kannst. Gerade wenn es irgendwie darum geht, ne, warum auch immer, du erbst jetzt alles. Also, ne, jetzt gehen wir mal weiter, nicht um die Großeltern, sagst du Eltern, so, du bist der Einzige, der erbt, so, und die haben natürlich einen kompletten Hausstand. So, brauche ich jetzt den Sessel, die Couch und sowas, wenn ich schon seit 30 Jahren ausgezogen bin? Was soll ich damit machen? Entweder du lässt es halt so, weil du es irgendwie als Erinnerung hast, aber am Ende des Tages steht es nur rum in der Immobilie, die du vielleicht hast, und mit der du nichts anfangen kannst. Also, oder jetzt, du erbst nicht mal die Wohnung, sondern einfach eine Mietwohnung, aber versterben so, aber die Möbel sind ja trotzdem deine. Und was machst du damit? Willst du eine Garage mieten, das ganze komplette Wohnung ausräumen, das einfach zwischenparken? Ja, ganz ehrlich, was willst du damit? Wenn du doch selber das hast und das jetzt nicht irgendwas ist, wo du irgendwie dran hängst, weg damit. Bei so Schmuck und sowas bin ich eher auf Christinas Seite. Es ist einfach so, ne, ich habe ja auch
Uhren von meinem Opa einfach allein, weil ich die noch anziehen würde, weil ich habe sie extra mal zum Uhrmacher gebracht, aber einfach auch, weil es Erinnerungsstücke sind, weil ich halt meinen Opa einfach immer mit diesen Uhren kenne. Ne? Egal, dein frühester Kindheitserinnerung, es war immer die Uhr am Arm. Und das ist halt einfach auch so ein Erinnerungsstück. Und bei Schmuck generell bin ich halt so, wenn du nicht trägst, packen trotzdem zur Seite. Wenn du das Geld nicht wirklich brauchst, also wenn du darauf verzichten kannst, wenn es nicht einfach geht, oh, ich bin jetzt super in finanziellen Nöten, weil dann kannst du natürlich Schmuck zu Geld machen, ne? Weil am Ende des Tages kriegst du mindestens den Goldwert. Ne? Ja, Minimum. Dann lass es liegen, weil das wird einfach nur mehr wert. Das ist einfach Investition in die Zukunft. Und wenn du es nicht brauchst, dann kannst du deine Kinder von mir was vererben und die werden, also ja, das hat einfach, der Wert steigt nur mit der Zeit. Und irgendwann ist es so alt, gerade wenn es irgendwie was ist, was über Generationen vererbt ist, dass es allein schon wegen, also dann ist es schon eine Antiquität. Also wenn du weißt du, das Ding ist auf einmal schon seit 200 Jahren in der Familie, dann wird das nochmal, dann ist der Goldwert schon quasi marginal, weil einfach dann ist es schon geschichtsträchtig bald. Und wenn du halt so ein Ding erwischst, dann lohnt sich das alle Male, wenn du es nicht, wie gesagt, wenn du nicht darauf angewiesen bist, warum verkaufen? Ja, ich und bin das ganz sehe bei ich halt euch. bei vielen Sachen, wenn es ein Gebrauchsgegenstand ist und du nicht brauchst, weg damit. Verkaufen, verschenken, was auch immer. Ich bin ganz bei euch. Ich würde es genauso machen. Aber ich würde geerbte Möbelstücke richtig, richtig gut durchsuchen. So Du meinst Unterseite wegen von dem Couch. Versteck Ja, ich kenne meine Familie und meine Verwandtschaft. Wir waren immer schlaue Füchse. Immer schön in die Kopfkissen eingenäht, ne? Das Nee, Geld und so. das wird zu langweilig, aber wir Ach hatten so, nicht, okay. Corbinian, wir hatten nie was zum Einnähen, aber ich hab einen TikTok gesehen, wo in UK haben die Polizei so eine Fahndung gehabt gegen einen Typen und die haben irgendwie mitbekommen, dass er in Haus XY ist und die haben ihn im Haus gesucht die ganze Zeit. Und die haben ihn nicht gefunden, stundenlang und dann haben sie ein Geräusch in der Couch gehört. Dann haben sie die Couch umgedreht und er hat einfach die untere so Schutzpolsterung aufgeschnitten und ist in die Couch eingestiegen. Und wo sie die Couch umgedreht haben, hat man nur seinen Rücken gesehen, wie er in Unterhose da drin so gekraut hat. Das ist schon ziemlich arm, eigentlich. Oh ja, das ist schon, aber fand ich witzig. Aber es war ja scheinbar gar kein schlechtes Versteck, weil hätte er kein Geräusch gemacht, weil, ne, hätten sie vielleicht irgendwann aufgegeben. Ja, war recht witzig. Die haben stundenlang ihn gesucht und ich glaube sogar mit einem Spürhund und der war auch nutzlos. Aber wie hat dann die Couch gestunken, dass der den nicht mehr gerochen hat? Ja, oder wie hat die ganze Wohnung nach ihm gestunken, dass der Spürhund nicht mehr klargekommen ist. Naja, auf jeden Fall, das war schon witzig. Okay, jetzt möchte ich euch fragen, wie wir vorgehen sollen. Die Frage des Tages hat sich auf eine Bin ich das Arschloch-Geschichte angeschlossen eigentlich oder geteased. Entweder fangen wir mit der Story an oder ich hau noch ein paar allgemeine Sachen. Ich habe auch mal eine Nachricht der Woche. Ach, sogar aktuell. Ja, nee, aber eine Nachricht der Woche. Für unsere Woche. Sie kommt doch aus dieser Woche. Nee, ich glaube nicht. Ich glaube, das kommt vom August dieses Jahres oder so. Also noch für meine Verhältnisse ziemlich frisch. Also, aber ist es noch relevant? Ist ja dann eigentlich die auf Frage. jeden Fall. Und insbesondere in unseren Kreisen relevant, weil einige von uns auch persönliche Erfahrungen in diesem Bereich gesammelt haben. Okay, dann bin So. ich ja schon irgendwie neugierig. Na dann, mit was fangen wir an? Bin ich das Arschloch-Geschichte? Oder Andere. Nachricht der Woche? Gut, das würde dich auch interessieren. Dachte ich mir schon. So, Brustkrebs kann mit einem Bluttest identifiziert werden. In einer bahnbrechenden Leistung hat die kroatische Wissenschaftlerin Ivana Domjanovic, 33, Postdoktorandin an der Universität Freiburg, einen innovativen Bluttest entwickelt, der Brustkrebs erkennen kann. Für diese herausragende Arbeit erhielt sie den Innovationspreis der Stadt Freiburg. Die Vorstellung, Brustkrebs mit einem einfachen Bluttest frühzeitig erkennen zu können, klingt beinahe zu gut, um wahr zu sein. Doch genau daran hat Ivana Domjanovic seit Monaten akribisch gearbeitet.
Der Test basiert sich auf einem DNK-Origami-Nanosensor und das habe ich nicht ausgedacht. Das ist wirklich die Technologie dahinter. Der spezifische Brustkrebs-Biomarker sogenannte MikroRNAs im Blut aufspürt. Nicht schlecht, oder? Mhm. Das ist die Story. Okay, Ja. das hat einen richtigen Fass aufgemacht. Super. Nein, ich habe gerade überlegt, weil ich meinte, das MikroRNA war doch auch das, was bei Corona-Impfstoffen teilweise verwendet wurde als Mechanismus, wo ja schon die ganze Zeit gesagt wurde, boah, das ist eine der zukunftsträchtigen Forschungsgebiete, was hier, also das ganze Thema RNA und sowas. Und jetzt haben wir halt wieder ein positives Beispiel, weil Corona-Impfungen sind ja ein bisschen zwiegespalten, die Meinung in der Gesellschaft. Wo halt der Mechanismus ja scheinbar wieder was ganz. Also, man sieht, dass es ein Gebiet ist, was sich lohnt, drin zu forschen, wenn das jetzt wirklich so funktioniert mit einem einfachen Bluttest. Ja, also wie auch immer das genau funktioniert, weil dieser Origami-Marker. Also ich verstehe nicht genau, was das bedeutet. Ich bin viel zu weit entfernt von so wissenschaftlichen Forschungsthemen, aber eine Brustkrebs-Biomarker heißt für mich so, dass dir wird was injiziert. Das hebt hervor die Krebszellen, wodurch das dann identifiziert werden kann. Man hat tatsächlich so auch so eine, das wird heutzutage aufgemacht. Das muss ich für Abschlussprüfung lernen. Wegen Brust-Mammakarzinom tatsächlich, ja. Und es gibt so, es wird ein Mittel injiziert, die enthält Magnet. Und quasi da wird die Lymphknoten angeschaut bei den Brüsten, die beteiligt sind. Meistens sind halt an die erste Lymphknoten, das befindet sich hier zwischen der Brust und Schulter, axillären Knoten. Bei denen wird geschaut, wenn er so beträchtigt wird, dann es kann sein, die Wahrscheinlichkeit, dass er Brustkrebs hat, sehr hoch ist. Also dir werden so Metallpartikel injiziert, die dann wie gesehen werden kann, so über Screening oder wie? Ja, richtig. Mit Magnet. Ah, krass. Wobei ich glaube, dass das da jetzt anders funktioniert. Also MikroRNA ist. Scheinbar sind sie da, also auch jetzt natürlich die laienhafte Interpretation dieses mit der bedingten Information durch diesen Origami, kannst du das mal vorlesen bitte? DNK-Origami-Nanosensor. Also Origami ist für mich was Gefaltetes, also weißt du, und diese DNA/RNA ist ja auch so was in sich Gewobenes, wenn man sich die Modelle irgendwie anguckt, also basiert irgendwie darauf und wahrscheinlich, wie gesagt, alles jetzt rein in meine Laieninterpretation, ist diese Biomarker sind wahrscheinlich so, weil Marker ist ja immer eine eindeutige, irgendwie, wo du was zuordnen kannst, wo sie halt irgendeine, ja, wie soll man das sagen, eine eindeutige Indikation, Merkmal gefunden haben, was du dann da rauslesen kannst anhand dieses Markers. Also wenn der quasi auftaucht, weißt du, der muss von Krebsstellen stammen, die wahrscheinlich irgendwie ein unverwechselbares Merkmal haben, dass sie sich in der Brust befinden. Das ist meine Interpretation und das kannst du scheinbar übers Blut machen. Was natürlich, wenn das so funktioniert, also egal wie es jetzt wirklich funktioniert, schon ziemlich cool ist, weil das ist halt deutlich günstiger wahrscheinlich als eine Mammographie und der ganze Spaß. Und würde dem ganzen Risiko auch entgegenwirken, dass du ja Krebs haben kannst, der bei der Mammographie überhaupt nicht auftaucht. Was ich ja weiß aus persönlicher Erfahrung, weil die Krebszellen in der Brust meiner Freundin waren ja nicht sichtbar in so was. Die wären ja überhaupt nicht erkannt gewesen. Obwohl das Ding 2 Euro groß war. Hast du aber nicht gesehen bei dem Ding. Der war unsichtbar. Deshalb, und das, wenn du einen neuen Mechanismus hast, ist das schon ziemlich spannend für Frauen. Vor allem, und Prävention. Vor allem, wenn es jetzt explizit, also diese MikroRNA so funktioniert, dann rein theoretisch könnte man auch in 5 bis 10 Jahren, wenn man darauf wirklich Kohle reinsteckt, nach meinem Wissensstand oder nach meinen Kenntnissen, was fast null ist, aber dann könnte man das eigentlich als ein Paket bündeln für sämtliche Arten von Krebs. Und dann könnte man es als fertiges Paket, als Kontrolle in dich hineinspritzen und dann könnte man das erkennen. Andererseits, wenn das... Wie bist du, wenn Weihnachtsbaum ausschauen? Ja, ich? Wieso? Überall. So nicht du, sondern die Menschen, die... Ach so.
Ja, andererseits, unser Immunsystem tötet ja Millionen an Krebszellen täglich in unserem Körper. Das heißt, wenn das hinein injiziert wird, kann es sein, dass es auch sozusagen Falschalarm oder Fehlalarm schlägt, weil du halt Krebszellen eigentlich durchgehend in deinem Körper hast. Schwierig. Das ist wahrscheinlich aber, was da der Unterschied ist, dass das in den klinischen Studien wahrscheinlich eben nur, also du willst ja diese False Positives vermeiden, wahrscheinlich ist das nämlich der Grund, warum das so gezielt ist und nicht so Breitbandkrebs. Ja, genau. Also, das ist nur der erste Teil von dem Artikel. Danach hat sie auch gesagt, dass sie seit irgendwie knapp 2 Jahren am Validieren ist von der Technologie mit gesunde Menschen und mit Krebspatienten. Und das hat richtig, richtig gute Werte. Also bei der Früherkennung. Also schauen wir mal, was daraus wird. Also es ist ein Artikel aus August dieses Jahres. Vielleicht Ja, aber trotzdem läuft es ja ist die weiter. ja schon Jahre dran. Das wird ja noch dauern, bis das wahrscheinlich spruchreif ist. Und wie gesagt, das ist ja potenziell gerade im Betracht auf auch jüngere Menschen, Frauen, die Kasse zahlt ja erst, wenn du was ertastet hast, dann so. Und Prävention ist ja weil das erst in späten Jahren ist, weil Also statistisch gesehen halt immer noch 45, ältere, ab 45. ab 50 genau oder sowas, da ist das überhaupt was übernommen wird. Davor musst du es quasi selber zahlen und du musst schon einen akuten Verdacht haben. Ne? Und wenn du mit einem, in Anführungszeichen, einfachen Bluttest das vielleicht machen kannst, den zahlt die Kasse, glaube ich, eher. Höchstwahrscheinlich, ja. Aber wer Wenn weiß. der halt nicht jetzt irgendwie ultra teuer ist, weil nur weil du Blut nimmst, kann ja der Mechanismus dahinter trotzdem irgendwie was weiß ich wie viel Geld kosten. Ja, aber warte mal kurz, Corbinian, was denkst du, was kostet ein DNK-Origami-Nanosensor? Hallo? So. Weiß ich nicht, keine Ahnung. Vielleicht gar nicht so viel, weil es einfach nur, weißt du, es ist wie so diese 0815 Chips, die du kaufen kannst, die so in Massen produziert werden, als Halbleiter-Ding. Was weiß ich? Ja, aber hallo, mit so einem Namen, ein DNK-Origami-Nanosensor, das hätte von Back to the Future kommen können aus dem Film. Ja, auf jeden Fall sehr, sehr spannende Geschichte. Ich bin gespannt, ob da noch was hörbar sein wird. Und ich finde es auch geil, dass es halt aus einem Freiburger Institut kommt, also relativ in der Nähe von uns. Also Deutschland wurde auf die Karte gesetzt. Und nicht nur mal wegen Messerstechereien. Schon ziemlich geil. Gut, wenn wir schon dabei sind, habt ihr dieses wunderschöne Phänomen im Internet erlebt? Dieses Wochenende, also für die Zuhörer letztes Wochenende, gab es der größte Spektakel des Jahres. Jake Paul versus Mike Tyson. Habt ihr davon was gehört? So, ich habe nicht Ich hatte gehört. das mitbekommen, die Ankündigung. Ich wusste auch, dass es dieses Wochenende war. Angeguckt habe ich es mir nicht, auch wenn ich es bei Netflix. Also, weil der Netflix-Stream ja absolute Katastrophe gewesen sein muss, was ich so gelesen habe, weil man hat das Einzige, was wohl laut den Memes, die ich gesehen habe, das einzig Klare war Mike Tysons Hintern, als er da irgendwie in sehr leicht bekleidet auf die Waage gestiegen ist und dann danach war wieder Standbild. Irgendwie so. Das sind so die einzigen Sachen, die. Und der Kampf soll ja insgesamt absolut, ging es nur Money Grab und war absolut unspektakulär. So, ich habe nur ein Video gesehen. Eigentlich dachte ich mir, dass er im Knast ist. Na, lange nicht mehr. Sehr, sehr lange nicht. Auf jeden Fall. Ich habe nur das Video. Mike Tyson? Ja. Irgendwie dachte ich mir damals, dass er so Schulden hatte, deswegen wurde sein Haus weggenommen, sein Tiger irgendwie wurde im Haus verschlossen. Das ist Tyson Fury. Ach Dann so. war er im Knast und seitdem ist er nur noch Mike Tyson. Ah, okay. Ein Fury. Auf jeden Fall, ich habe nur ein Video gesehen, wo vor dem Kampf, wie er so ausgezogen wurde von jemand. So Ja, sein ja. T-Shirt. Und ich fand das lustig. Also ihr müsst euch das mal geben. Eine Frage nur. Mit wem hat er gekämpft? Ist das der Jake Paul von Disney Channel, kennst du ihn noch von früher bestimmt. Diese Der Blondine. Bruder von Logan Paul. Das ist der so sehr populär auf TikTok war. Richtig. Aber der war so schlimm damals. Der Er war ist- so dünn und Ja. plötzlich ist der jetzt dick. So. Ja, nicht plötzlich. Also er trainiert eigentlich, also er boxt schon seit 5, 6 Jahren oder so. Und er hat richtig gute Statistik. Also es ist jetzt nicht so unbegründet, dass er jetzt so gegen Mike Tyson so gekämpft hat. Also okay, die haben 35 Jahre Unterschied
ungefähr so. Also Tyson ist 58 oder so und der ist, 28? Mitte 20. Jo, Mitte, Ende 20. Ja, so 30. Auf jeden Fall. Aber der Typ trainiert sehr, sehr hart und der hat auch richtig gute Kämpfe gehabt. Er ist halt ein mieses Arschloch, weil das verkauft sich. Und die Leute mögen ihn nicht und ich kann es vollkommen verstehen. Aber das das war im Internet seit knapp einem Jahr schon, dass die kämpfen werden. Und vor Ort haben es 80.000 Leute angeschaut. 80.000. Das ist ein Riesenstadion. So UEFA Champions League Finale ist nichts im Vergleich zu das, weil da sind 50.000, 60.000 Leute da. Weißt du, was ich meine? Also das war schon ein Riesenspektakel und Netflix hat es ja live gestreamt an 60 Millionen Zuschauern. So, und jetzt müsst ihr euch mal das geben. Netflix, das ist so wie die ungarische Regierung und Wetterdienst, genauso ähnlich wie in Deutschland. Ja, wir waren auf den Winter vorbereitet, nur der Schnee hat uns erwischt. Auf den Schnee haben wir nicht gedacht, also, aber auf den Winter waren wir vorbereitet, so ungefähr. Das ist, wenn der erste Schnee im Jahr runterfällt und dann kommen diese Schneechaos und Schneekatastrophen. Wie heute zum Beispiel? Ja, heute hat es auch bei uns ganze 3 Zentimeter geschneit und die ganze Stadtteil war irgendwie lahmgelegt. Ja. Auf jeden Fall, Netflix hat ein Jahr lang sämtliche Marketingmaßnahmen ergriffen, um das zu teasen, dass die kämpfen werden. Aber irgendwie haben sie 60 Millionen Zuschauern, so Livestream-Zuschauer, nicht erwartet. Und die ganze Infrastruktur bei denen ist auf die Knie gegangen. So. Also du konntest es kaum live anschauen. Also der Kampf hat angefangen, so erste Runde und dann siehst du erster Schlag, erste Ausweichung so vom Schlag und dann Ladebalken. So 2 Minuten lang und dann wieder hast du 5 Pixel gesehen, so maximal und dann wieder Ladebalken. Das war so peinlich und es gab so viele Fails. Also ganz ehrlich, wir sind ein Mini-Hobby-Podcast, aber unsere Videodarstellung und Konzeption ist 1000-mal besser als das, was da los war. Also, dass Mike Tysons Hintern irgendwie gezeigt wurde, ist eine Sache. Dass die Kommentatoren irgendwie keinen Plan über das Leben hatten, ist andere Sache. Und so die ganze Kamera wechseln und so, das war eine reine Katastrophe. Weißt du, was noch trauriger ist? Hau mal raus. Ich weiß aber auch, was noch trauriger ist. Du weißt, was ich meine dass das ja nicht das erste Mal ist, dass Netflix das verkackt hat bei einem Livestream. Die hatten ja schon Erfahrung gesammelt und haben nicht daraus gelernt. Ständig. Und da war es eine viel kleinere Veranstaltung, wo halt einfach die sogar noch weniger hat und da hat es schon nicht funktioniert. Ey, und die haben jetzt gesagt, die werden irgendwie ab nächstes Jahr live alle NFL-Spiele zeigen. Ja, toi. Viel Glück dazu, ganz ehrlich. Und die lustigste oder die traurigste Geschichte an der ganzen Sache ist, irgendwie, ich glaube, damit du direkt am Ring einen Sitzplatz bekommen hast, musstest du, glaube ich, eine $500.000 oder so zahlen fürs Ticket oder eine $250.000 US-Dollar, irgendwie abartig hoher Preis. Und auf Twitter oder auf X hat ein Typ so direkt am Ring auf seinem Handy auf Twitter einen Livestream gemacht über den Kampf und das haben auf Twitter 7 Millionen Leute live angeschaut, weil Netflix... Und es hat nicht geleckt. Und es hat nicht geleckt. Und es hat funktioniert. Und übrigens, er war ja vor Ort, also in der gleichen Infrastruktur, wahrscheinlich über das Mobilnetz. Verstehst? Und es hat funktioniert. Und Netflix hat es nicht auf die Reihe gekriegt mit so viel Geld, mit so viel Gage, was auch immer. Naja. Die haben es einfach verkackt. Die haben es richtig verkackt. Was denkt ihr? War es gescriptet, der Kampf? Weil Jake Paul hat ja gewonnen, nach 8 Runden, ja, Tyson hat verloren. Und seither kursieren so kleine Videos, kleine Snippets vom Kampf, wo Tyson richtig seinen weltberühmten Uppercut hätte machen können und hat trotzdem dann lieber Jake so weggeschubst, statt zu schlagen, obwohl er nicht dabei war und so. Und es gibt jetzt diese, ja, kann man das Verschwörungstheorie sagen? Es gibt
diese Theorie, dass Jake Paul hat ja während den Runden manchmal so wie eine Schlange gemacht, hat so seine Zunge rausgetan und so gemacht, so auf Mavi und so. Und viele vermuten es, dass das ein Signal war, so, hey Mike, so chill mal ein bisschen, so, ich gehe gleich noch, so, halt ein bisschen dich zurück. Also es gibt solche Theorien. Glaubt ihr, war es scripted? Weil es gibt irgendwelche Leaks, dass Mike Tyson irgendwie, glaube ich, $800.000 für den Kampf bekommen hat oder so. Ich kann es mir vorstellen, ich kann es mir nicht vorstellen, dass Mike Tyson kann so einen Kampf verlieren. Ich glaube, der hat einfach den Jungen einfach gelassen, dass er weiterlebt. Harte Aussage, aber das muss man dazu geben. Also Tyson ist 58 und sein letzter Kampf war wann? 2005. Ja, aber hast du ihn gesehen, wie er ausschaut? Ja, absolute Maschine, keine Frage. Aber er hat in den ersten 2 Runden richtig Gas gegeben und hat ihn richtig angefangen zu hauen. Aber dann war halt die Energie und die Kraft schon weg. Und dann die letzten 6 Runden waren schon so lala von ihm. Aber Entweder hat er Auf akzeptiert. der anderen Seite hat der über 30 Jahre Jüngere, der bis jetzt in eben seiner Boxkämpfe irgendwie K.O. oder technisches K.O. geschafft hat, nicht geschafft, den über 30 Jahre älteren Senior, also er hat ja quasi einen Senior verkloppt, in Anführungszeichen hat es nicht geschafft, den K.O. zu schlagen. Von daher, entweder war es wirklich so, dass ich sehe das einfach als, das war eine reine Marketing-Sache für mich und ob das jetzt wirklich so ist, ne? Wie gesagt, durch die Altersdifferenz kann es ja wirklich sein. Wie gesagt, wenn du Vollgas geben musst und dann halt eben, ne, das ist ja einfach ein Leistungssport, Profiboxen. Das ist nicht so, ich mach mal hier, ne, ich raff mich mal von der Couch auf mit meiner Bierplauze und dann gehe ich mal hier die vollen Runden. Das ist ja schon richtig, richtig anstrengend. Genau. Von daher ist das auch nicht zu unterschätzen und auch das Alter. Wie gesagt, jemand, der ist bestimmt nicht unsportlich gewesen, er hat sich auch darauf vorbereitet, aber einfach macht halt doch nochmal einen Unterschied, ob ich 58 oder 28 bin. Das ist einfach Fakt. Sehe ich auch so. Deshalb, wie gesagt, vielleicht war es das wirklich nicht. Wir werden es am Ende, ne, vielleicht kommt nochmal was raus. Ich einfach aufgrund, wie einfach das Ganze ist, ist es halt einfach so, ne, also wenn du dir halt die ganze Aktion anguckst, das ist der Kampf und so und dann auch noch mit dem Spruch, ich könnte mir nochmal vorstellen, dass ich nochmal boxe und sowas, ist es eigentlich so für mich ist es, ich mache ihm ja keinen Vorwurf. Es ist einfach ein Cash Grab, weil was hat er denn zu verlieren? Weißt du, Mike Tyson, ja, hat halt sein Leben gelebt und wenn er sagt, ja, jetzt nochmal ein bisschen, ne, weil mir irgendein Junger hier nochmal irgendwie 1 Million hinten rum gibt. Eine Finanzierungsspritze. Ja, macht er halt. Ja, weißt du, so, was hat er denn zu verlieren? Gar nichts. Also von daher, selbst wenn es gestaged ist, dann hätten sie, wie gesagt, dann hätte wenigstens halt vielleicht das Ganze spannender werden sollen. Oder es ist halt, wie gesagt, nicht so spannend gewesen, weil es halt eben nicht gestaged war und halt ihm halt wirklich in der 3. Runde dann die Kraft in Anführungszeichen ausgegangen ist. Und er dann halt einfach lau gemacht hat. Sehe ich auch so. Meine persönliche Meinung ist dazu, dass genau wie du es sagst, wenn es gescriptet war, dann hätte man wirklich ein Spektakel daraus machen können, so auf WWE-mäßig, so als Wrestling. Da hätte man richtig Spektakel daraus machen können. Wenn es nicht gescriptet war, dann wundert es mich sehr, wieso Mike Tyson nicht irgendwie seine Sachen halt so durchgezogen hat, weil es gab wirklich Momente, wo er einfach nicht das gemacht hat, was er in seinem ganzen Leben gemacht hat bei den Kämpfen. So. Wo eigentlich der Instinkt noch da sein müsste, so einfach aus Und der das ganzen, war auch da. Das verlernst du nicht. Das war auch da, weil du siehst es in den Snippets, Jake ist richtig frei, Tyson ist so richtig unter ihm und sein rechter Hand ist richtig bereit zu schlagen und der startet es auch und dann wandelt es irgendwie in einen Schubs herum. So, okay, man kann schon darüber diskutieren. Vielleicht war er recht so, ja, komm mein Sohn, du bist stabil, ich lass dich gewinnen, weil was hat Mike Tyson jetzt davon, dass er jetzt einen 28-jährigen Spacko weggehauen hat? So, was hätte er davon gewinnen können? Aber der hatte eher mehr davon, dass er einfach auf dem Ring so rausgekommen ist und alle mögen ihn. Ja, jedes Kind kennt ihn. Und ja, ist so. Und der ist ein Held von jedem sozusagen, weil der kam vom Nichts, der hatte richtig furiose Zeiten in seinem Leben. Ich mag sein Tattoo. Dann war er im Knast, dann hatte er absolut kranke Tragödien in seinem Leben
durchleben müssen. Wie zum Beispiel? Seine Tochter ist verstorben. Und solche Geschichten. Und trotzdem ist er noch da mit 58. Also eigentlich ist er so schon als Guru Wieso ist seine zu Tochter sehen. verstorben? Kann ich dir nicht genau sagen. Ich glaube, die Tochter war so 5 oder 6 und irgendwas ist passiert. Irgendein Unfall, so ein nicht Auto oder so, sondern Sturz oder irgendwas. Aber da lehne ich mich zu weit aus dem Fenster. Ich weiß leider die Geschichte nicht mehr. Worauf ich aber hinaus wollte. Meine Meinung ist, dass dieser Kampf nicht geskriptet wurde, sondern eine Rahmenbedingung gegeben wurde. Wahrscheinlich das, dass, hey, kämpft ihr, wie ihr wollt, aber kein K.O. Weil dann kann ich mir das richtig gut vorstellen. So, du kämpfst und du bist ja in Rage und voll konzentriert, aber du hast im Hinterkopf kein K.O. Und das ist, glaube ich, schlimmer, als wenn es komplett geskriptet worden wäre, weil dann du siehst, okay, da kann ich hauen, aber es darf nicht K.O. sein, darf ich nicht zu fest hauen. Das ist ja die vollkommene Unsicherheit bei jedem Schlag, bei jeder Bewegung. Ja, was ist, wenn ich jetzt ein K.O. mache? Kriege ich dann meine Gage nicht oder was? Also, ich glaube, das war eher in die Richtung. Auf jeden Fall. Ich bin gespannt, ob er in seiner Amateurbox-Karriere jemals mal jemand auch berühmten, aber deutlich jüngeren sich mal rantraut. Profiboxer. Also es haben richtig viele MMA-Fighterinnen dann herausgefordert. So vor dem Kampf schon haben sie gesagt, zum Beispiel Khabib hat auch gesagt, hey, wenn Jake Paul gewinnt, dann bin ich der Nächste für ihn. Und solche Geschichten. Also toi 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 an Jake Paul. Schauen wir mal. Aber die Gage ist da, das Geld ist drin und der macht sich einen Namen, der Junge. Ja, wie gesagt, finanziell gesehen, alles richtig gemacht irgendwo. Auch, wie gesagt, wenn ich trotzdem die beiden nicht mag, auch seinen Bruder, weil ich aus verschiedenen Gründen, ich mag es einfach nicht. Die sind mir einfach unsympathisch. Ich glaube, es ist immer schwer, denn man muss es immer differenzieren. Ich mag den Charakter, was Jake Paul spielt in der Öffentlichkeit nicht. Vielleicht die Person Jake Paul ist ganz was anderes, aber kann man nie sagen. Wie gesagt, ich kann mit den beiden nichts anfangen, sowohl mit ihm als auch mit seinem Bruder. Und von daher, existieren halt auf diesem Planeten. So ist es. Wenn wir schon bei Kämpfen sind. Linda McMahon, wie auch immer man sie ausspricht, wird Bildungsministerin in der Trump-Regierung. Sie ist die Chefin und Co-Founder von WWA, von Pankration, Wrestling. Kennst du es nicht? Rey Mysterio sagt dir gar nichts. Dwayne The Rock Johnson hat auch seine Karriere da angefangen. Sein Name ist mir bekannt vor. Ja, genau. Also, der hat auch da angefangen. Was wieder spannend ist, weil WWE und diese Dame wurden vor kurzem auch mal angeklagt, weil in dieser Szene sexuelle Misshandlungen gegen minderjährige Jungs beschuldigt worden sind. Was? Ja, also, wie soll ich das sagen? Also die hatten irgendwie eine Klage am Hals der WWE, weil irgendwie es rauskam, dass in diesem Milieu irgendwie minderjährige Jungs misshandelt wurden. Was schon heftig ist. Und jetzt? Vor oder hinter der Kamera? Ich glaube hinter. Also sprich ist die. Ja, okay. Ich verstehe deinen Joke, aber ich finde das halt nicht wirklich passend. Nein, kein Joke. Einfach nur geht es darum, dass einfach die Minderjährige quasi so Amateur-Wrestler hatten, sexuell, die sie dann halt vor der Kamera verbrüht. Okay, alles klar. Sexuell. Es war nicht so irgendwie als Ding, es war wirklich einfach so, geht es darum, dass die einfach das Arbeitsverhältnis nicht so richtig war eigentlich, weil die eigentlich noch gar nicht hätten dann in den Ring steigen dürfen oder halt sowas. Sexuelle Misshandlungen. Sorry. Okay. Das Keyword hat gefehlt da an der Stelle. Und ironischerweise will sie Bildungsministerin. Toi, toi, toi. Naja, bis jetzt ernennt er ja nur die. Es ist wahrscheinlich schon fast gesetzt, aber theoretisch könnten die Republikaner noch Einspruch erheben. Ja, schauen wir mal, was daraus wird. Aber es wird nicht passieren. Wahrscheinlich. Ja, glaube ich auch nicht. Deshalb gibt es ja auch das Doge-Ministerium, hallo?
Oh, ich bin sehr gespannt, was in den nächsten 4 Jahren kommen wird. Ich hoffe, es wird sehr langweilig und ereignislos sein. Das mit den Kandidaten, die da jetzt welche Funktion übernehmen, ist es unwahrscheinlich. Ja, sehe ich Wenn man auch das so, ein aber bisschen hoffen darf verfolgt man. und immer wieder die Hintergründe von denen liest, wo die herkommen und sonst was. Das wird spannend. Ja, sehe ich auch so. Aber ich hoffe, dass die doch irgendwie vor sich hingaukeln. Gut, bin ich das Arschloch-Geschichte? Seid ihr bereit? Zum Abschluss. Zum Abschmecken. Ja. So, könnt ihr euch noch an die Frage des Tages erinnern? Mhm. Gut, haltet ihr das im Hinterkopf. Bin ich das Arschloch, weil ich mich weigere, den Schmuck meiner Großmutter, meine Cousine zu übergeben, der er versprochen wurde? Meine Großmutter ist letztes Jahr verstorben und hat mir, Frau, 24 Jahre alt, in ihrem Testament eine wunderschöne Schmuckkollektion hinterlassen. Als ich aufwuchs, stand ich ihr sehr nahe und wir verbrachten unzählige Wochenenden zusammen, an denen sie mich ihre Stücke, anprobieren ließ. Es fühlte sich immer wie unser kleines Ding an und als sie mir überließ, war ich zutiefst berührt. Hier wird es kompliziert. Meine Cousine, 28-jährige Frau, nennen wir sie Emma, besteht darauf, dass meine Großmutter ihr die Sammlung vor Jahren mündlich versprochen hat, obwohl sie im Testament nicht erwähnt wird. Emma behauptet, dass der Schmuck zu Recht ihr gehört, da sie das älteste Enkelkind war und als sie jünger war, die Stücke bei Familienfeiern modelliert hat. Sie hat sogar allen erzählt, dass die Entscheidung meiner Großmutter ein Fehler gewesen sein muss oder unter Druck getroffen wurde. Emma hat mich letzte Woche angerufen und verlangt, dass ich den Schmuck herausgebe, um den wahren Wunsch meiner Großmutter zu ehren. Als ich Nein sagte, nannte sie mich egoistisch und beschuldigte mich, gestohlen zu haben, was für sie bestimmt war. Die Familie ist jetzt gespalten. Einige sagen, ich solle Emma einfach ein paar Stücke geben, um den Frieden zu wahren, und andere sagen, ich solle standhaft bleiben, weil die Wille klar sei. Emma postet jetzt passiv-aggressive Nachrichten in den sozialen Medien und stellt mich als Bösewicht dar. Ich fühle mich schrecklich, weil ich kein Familiendrama verursachen möchte, aber ich glaube auch, dass meine Großmutter genau wusste, was sie tat, als sie mir die Sammlung überließ. Bin ich das Arschloch? Nein. Mhm. Wenn im Testament stand, sie bekommt das, dann ist das, was im Testament stand. Punkt. Da gibt es doch keine Diskussion. Weil das klingt jetzt schon wieder ohne jetzt die Zusammenhänge, weil, wie gesagt, jetzt ist interessant eigentlich für die Story, was hat denn die andere bekommen von der Oma und sowas, ne? Was ist denn da ihr Teil? Weil da ist jetzt die Frage, ist es wieder dieses, der Schmuck, ich weiß, was der Schmuck wert ist, und ich habe einfach zu wenig bekommen, deshalb erfinde ich diese Geschichte mit, ja, damals hat die Oma zu mir gesagt, den kriege ich ja, mündliche Zusagen sind einfach im Erben ein Scheißdreck wert. Ja, stopp, was im Testament steht, gilt. Stopp. Im Testament wird sie nicht erwähnt. Also die jetzt sagt, ihr gehört da irgendwie der Schmuck angeblich, weil Richtig, die Oma gesagt hat. Die Emma wird im Testament nicht erwähnt, was bedeutet für mich, dass sie auch nichts bekommt. Ja, sag ich ja. Vielleicht fangen wir mal die Story generell also gehen wir mal analytisch, wie im Deutschunterricht vor. Textanalyse. Also. Ich habe es gehasst. ich konnte es nie. Ich habe jedes Mal Themenverfehlung 6 bekommen. Also, ich habe in der 11. Klasse meine Deutschprüfungen so geschrieben, dass die Deutschlehrerin mittlerweile neben mir fast gesessen ist und mich angeleitet hat, was ich schreiben soll. Es war echt traurig. Und davon trage ich heute die Konsequenzen. Naja, also, die Schlüsselpunkte der Geschichte ist, erwachsene Frauen streiten sich über Schmuck. Kann man schon mal so sagen, oder? Richtig. Und ja. Was mir sofort ins Auge gefallen ist, 2 Frauen haben ein offenes Thema wegen Schmuck von der Oma, wo Oma absolut zweitrangig ist. Fuck it, dass Oma tot ist. Aber der Schmuck ist nicht geklärt, Alter, wen es gehört. Es ist so absurd einfach. Also ich find's richtig heftig. Und ich fand noch auch den letzten Punkt krass, dass die Familie gespalten ist. Einige sagen, ja, bewahr die Ruhe, die Familie soll nicht gespalten sein wegen Schmuck.
gib die Hälfte ab und so weiter und so fort. Und andere sagen, nee, bleib halt einfach bei deinem Punkt, steht in der Villa, gute Nacht. Ich finde, da sieht man das auch richtig gut, weil sie Cousinen sind. Ich glaube, die eine Hälfte der Familie ist auf der Seite von dieser bestimmte Emma, deshalb, weil sie einfach in dem Familienstammbaum näher zu ihr verwandt sind, als zu der fragenden Person. Ja. Also, schon heftig. Ja. Wie Also- der Corbinian gesagt hat, die andere die kriegt einfach nichts, weil im Testament steht, dass wie hieß die andere? Nicht die Emma, sondern Sie heißt nichts. so sie, Die Fragende. die Fragende. Die stand im Testament und keine Emma und das ist Punkt. Das ist geschrieben und das ist wahr. Was verbindlich durch das Sprechen verbunden wurde und steht nicht auf Papier, das bedeutet nichts. Es ist genauso wie im Straßenverkehr. Wenn du ein Stoppschild hast, aber die Ampel grün ist, bleibst du nicht stehen. Weil die Ampel höher gerankt ist. Ja, aber als nicht jeder versteht. Das ist tatsächlich so. Nicht jeder versteht das. Ich hatte das schon mal, dass eine Vollbremsung bei einem Stoppschild gemacht hat, obwohl es grün war. Ja, kennt man die Geschichten. Aber es ist auch so, mündliche Absprache wird niemals mehr Gewicht haben als ein beglaubigtes Testament. Punkt. Also sehe ich genauso, wie ihr das gesehen habt. Wie waren nochmal also waren das beides quasi Enkelkinder oder habe ich das jetzt falsch rausgelesen aus Ja, der ich glaube, Story? beide Enkelkinder. Sie sind beide Enkelkinder und sie sind Cousinen. Okay. Die wollte es nur bestimmt haben, weil sie dachte sich, ja, das ist bestimmt einen großen Wert hat. Und es ist halt, Offensichtlich war sie nicht das Lieblingskind von der Oma. Sagen wir mal ehrlich, der Ja. Lieblingsenkel hat was bekommen und die andere hat nichts bekommen, weil das ist halt ist eine halt im Leben. Schmuckkollektion. Also- gell? Aber ich finde die Geschichte auch spannend, weil sie sagt, es fühlte sich immer wie unser kleines Ding an. Dass die Oma hat gesagt, hey, probier die Schmuckstücke an. Und das war deren kleines Ding. Und dann kommt der Satz, Emma behauptet, dass der Schmuck zu Recht ihr gehört, da sie das älteste Enkelkind war und als sie jünger war, die Stücke bei Familienfeiern modelliert hat. Den Satz verstehe ich so, es war eine Familienfeier, sie sind hergekommen, dann ist sie da zu dem Schmuckkästchen hin, hat alles angezogen, hat sich so präsentiert vor der Familie, hallo, Schmuck, Schmuck, Schmuck. Ja, ungefähr. Deswegen ist vielleicht in So. die Erinnerung geblieben, dass es auch zu ihr gehört. Wäre ich die Omi, würde ich denken, du kleine Schlampe. Oder? Ja, ungefähr so. Ja, safe mit call. fremden Federn schmücken. Richtig, safe call würde ich da nichts hinterlassen an so eine kleine hinterhältige Füchsin da. Krotzenäsel, oder? Also das- Wobei du ja nicht weißt, ob sie nicht gefragt hat und die Oma es ja trotzdem gemacht hat, weil es die Enkelin war, ne? Aber ja, eben. Du kannst es ja fragen, aber ganz ehrlich, manchmal weißt du ganz genau, dass du eine Person ausnutzt. Du fragst das reine Höflichkeit, aber du bist hinterhältig genug, um zu wissen, dass die Antwort gezwungenermaßen Oder ein Ja sein wird. sie hat es schon anprobiert und hat gefragt, ja, Oma, darf ich das anprobieren? Wo sie schon es gemacht hat. Ja, Weil genau. Das Das habe ich auch als kleines Kind gemacht. Dann kannst du den Schuh gern anziehen, was ich jetzt sage. Das ist genau dieses hinterhältiges Verhalten, dass du einfach in einer privilegierten Position bist, weil du das kleine Mädchen bist und Oma, die barmherzige Oma, einfach erlaubt alles und die liebt die Enkelkinder sind heilig, lässt es einfach zu, aber vielleicht gefällt es ihr ja doch nicht. Aber sie möchte nicht ein kleines behindertes Herz brechen, damit, dass sie sagt, nein, tu die Dinger zurück. Bei uns in der Familie, wenn du etwas angefasst hast, was du nicht anfassen durftest, gab es eine auf die Fresse oder auf den Po, je nachdem, wie groß du warst. Also ja, ist schon eine spannende Geschichte eigentlich, was so bei anderen Familien so ja, abgeht. vor allem eigentlich anhand natürlich dem, wie sie es schildert, kann man auch viel auf diese Emma Rückschlüsse ziehen, weil sie hat also so wie sie porträtiert wird in der Geschichte, weil ist auch wieder das, ne, was die jetzt schreibt, können wir auch nicht validieren. Aber allein schon, dass du halt dieses ich mache jetzt so passiv-aggressive Kommentare die ganze Zeit in den sozialen Medien und sowas. Wenn es stimmt, sagt es auch schon viel über den Charakter von Emma aus, dass du
das, weißt du, so machst. Weil du weißt eigentlich, dass du im Unrecht bist, aber du versuchst es jetzt einfach so hintenrum, so indem du denen, dass sie quasi. Es ist ein bisschen, wenn die andere jetzt Wert darauf legt, wie ihr Image in den sozialen Medien ist, kann das halt sein, dass sie sich, weißt du, so unter Druck gesetzt fühlt und dann irgendwann doch nachgibt, weißt du, so. Weil sie hat sich ja zumindest genötigt gefühlt, die Geschichte irgendwo aufzuschreiben, weil, also, wenn sie nicht jucken würde, dann würde sie nicht die Mühe machen, das überhaupt der Öffentlichkeit zu verkünden. Richtig, so, sie ist schon also hast du eine gewisse Unsicherheit oder wie auch immer einen Stress damit der Situation. Weil wenn du einfach so wärst, wie wir ja sagen, mit da gibt's nichts zu diskutieren, ja, dann ist das Thema damit gegessen. Dann sollst du doch machen, was du willst. Also ich geh voll mit deiner Aussage. Ich bin zu 99% mit dir. Der eine Punkt hat mich ein bisschen gestört, wo du gesagt hast, dass sie postet das auf Social Media, obwohl sie weiß, dass sie im Unrecht ist. Denkst du, dass solche eingebildete, egoistische Personen tatsächlich erkennen können, wenn sie im Unrecht sind? Ich könnte es mir saugut vorstellen, dass sie wirklich in diesem Wahn ist und fest daran glaubt, dass es wirklich so ist, dass sie ein Anrecht darauf hat, weil Oma gesagt hat, ja, du kriegst schon mal diese Ohrringe, wenn du groß bist. Ja, okay, das ist ein valider Kritikpunkt, den muss ich so nehmen. Du hast recht. Es kann auch sein, dass sie sich wirklich im Recht sieht und es trotzdem und deswegen macht. Das ist nicht auszuschließen. Sehe ich auch so. Aber es ist eigentlich auch wieder nicht so eine einfache Geschichte, weil jetzt ganz ehrlich. Eigentlich schon. Eigentlich, aber wenn du in diese Situation steckst, wird es viel, viel komplizierter wegen unbekannten Faktoren oder nicht klar erkennbaren Faktoren, weil es ist anscheinend eine relativ große Familie, sagen wir jetzt mal so. Wenn Cousinen sich so zu Familientreffen treffen und so weiter, dann gibt es Onkel, Cousine, Cousins, Großeltern, Eltern von Eltern, also ich gehe mal davon aus, eine größere Family. Und anscheinend ist es eine Tradition, dass sie sich zu Familienfeiern treffen. Sei es jetzt ein Geburtstag oder Weihnachten oder whatever. Und jetzt kann so ein Streit sich ja richtig ausbrüten, wenn das nicht schnell geklärt ist zwischen zwei Personen, dann kann ja diese Parteien sich bilden, wer wen unterstützt und dann können sie richtig gegeneinander gehen und langfristig kann es wirklich so Familientraditionen zerstören. Und da wiederum sehe ich das schon auch als ein valides Argument, dass man sagt, okay, Emma, du bist geistig gestört, du bist ein Idiot und ich hasse dich und du entehrst die Erbe von unserer Oma mit deinem unpassenden Verhalten, aber damit dein Mund vollgestopft wird und du leise bist, hier die Hälfte vom Zeug. Fuck you. Ja, aber wenn du das einmal machst, dann wird das beim nächsten Mal wieder passieren. Ja. Weil sie damit durchgekommen ist. Also wenn du das ist jetzt ein anderer Ansatz. Ich verstehe, was du meinst. Du machst es halt zum Wohle, in Anführungszeichen, der Familie, um da den quasi Gesamtfrieden, was auch immer. Aber eigentlich verstärkst du ja, wenn du jetzt so doof das klingt, dass du es erzieherisch siehst, verstärkst du ein nicht akzeptables Verhalten, ja, und bestärkst den Mensch damit, dass wenn jetzt die andere Oma stirbt, dieselbe Situation ist oder Dings, dass sie das dann wieder machen würde, weil sie weiß, sie kommt damit durch, wenn sie nur lang genug nörgelt. Ich glaube, diese Story kann man richtig gut in ein Paradenbeispiel, was viel Greifbares ist, vergleichen. Und zwar, stell dir vor, du bist nüchtern, du bist Fahrer und du bist am Feiern mit Freunden. So, dein Kumpel von dir hat richtig die Rüstung lackiert, hat schon richtig eine am Sitzen und will irgendwie über einen Zaun klettern in irgendein Einfamilienhausgarten rein und ein Zwerg klauen. Und du fängst dann mit dem zu diskutieren. Der ist ja in einer ganz anderen Wahnvorstellung als du, hat einen ganz anderen mentalen Zustand gerade und der ist voll überzeugt davon, dass er im Recht ist und der das jetzt machen will. Du diskutierst. Du versuchst ihn zu verbieten. So, der Verhalten wird sich aber nicht ändern, weil vom Fundament aus denkt diese Person, er ist im Recht und er will das unbedingt machen und wer bist du schon, das zu entscheiden. Und was kostet es dir? Nerven und Zeit und du ärgerst dich. Alternativ lässt du die Konsequenzen davon ausbaden, dass du vielleicht auch geschnappt wirst, was auch immer, aber dann potenziell hast du langfristig deine Ruhe. Schwierig. Unterstützt du dabei deinen besoffenen Kumpel, dass er ab jetzt jedes Mal einbrechen soll
und klauen soll? Schwer zu sagen. Ich werde dein Beispiel nicht kritisieren. Wieso nicht? Auch weil in deinem Beispiel das Problem ist, dass der Gartenzwerg einer dritten Partei gehört. Deshalb ist es nicht vergleichbar. Es ist gerade ein Äpfel- und Birnenvergleich. Weil, wenn du jetzt den Gartenzwerg hättest, weil du ihn vor deinem Kumpel, der ihn unbedingt aus dem Garten klauen will, schützt, dann könntest du es irgendwie sagen, weil dann ist es mit dem Schmuck, ne? Gibst du nach und gibst ihm doch den Gartenzwerg, den du gerade hinter deinem Rücken so, weißt du, weil er besoffen ist, du hast ihn so an der Stirn gepackt und drückst ihn so weg, damit er nicht an den Zwerg drankommt, den du in der anderen Hand hältst, weil er halt eben sternhagelvoll ist und eben nicht mehr so Hand-Augen-Koordination klappt, dann ist es mehr so wie die Situation, weil du hast dann noch die Entscheidung, gibst du den Gartenzwerg ab oder nicht. Ich habe ein besseres Beispiel. Du hast 4 Euro, willst du aber ein 5 Euro Rubbellos kaufen und dein Kumpel schmeißt dir eine Euro-Münze hin. Du gewinnst irgendwie 200 Euro. Hat dein Kumpel ein Anrecht oder auf einen Anteil, ein Recht drauf? Ein 50er. Ja, natürlich. Auf den Euro, den er dir gegeben hat. Ich würde ihm einfach den Euro zurückgeben. Ja, sag ich doch, er kriegt den Euro wieder, weil das ist das, ja. Ja, schon, oder? Weil die meisten würden sagen, ja, okay, ich habe 4 Euro investiert, er hat 1 Euro investiert, Verhältnis 4:1, dann der Gewinn wird auch in dem Verhältnis verteilt, aber eigentlich nicht, weil du das Risiko genommen hast und du hast es ausgesucht und du hast es abgerubbelt und... Genau. Oder? Du hättest auch einfach gar nichts gewinnen können und dann hättest du ihm immer noch den Euro zurückzahlen müssen. Oder am schlimmsten 10% einfach. 20 Euro. Gut ist. Nein, 1 Euro. Ja, fertig. Diskussion gelaufen. Wenn du übelst korrekt bist, dann holt ihr euch einen Döner und du bezahlst sein Ayran. was ungefähr 80 Cent bis ein Euro entspricht, aber auch nett. So politisch korrekt. Komm, ich lade dich auf einen Döner rein. Ich zahle dein Ayran. So, aber das nur hingeflüstert. Apropos Döner, jetzt zum Abschluss der Folge. Außer Corbinian, ich würge die Wörter in dir. In dich. Hä? Ja. Was? Weiß ich nicht. Ich wollte jetzt einfach dich deine weitererzählen lassen. Ach so, ja. Wenn wir schon beim Döner sind, holt die nächsten Tage kein Döner mit Joghurtsoße. Milram hat eine Rückrufaktion für deren 10 Kilo Eimer für Naturjoghurt. Wegen Metallstücken, Alter. Metallstücke im Joghurt. Wie kann man sowas machen? Ja, es fällt dann weil ein in der Rohr Produktion rein irgendwas schiefgelaufen ist, würde ich sagen. und es wird zerkleinert und Metallstücke. Ja, super, aber bei der Produktion gibt es noch Befüllung, Kommissionierung, das sollte doch auffallen. Wenn da mal einige Produktionsmenschen da... Ja, da die hat Augen jemand offen geschlafen. Ja, safe. Also, beim Dönermann nur scharf, mit allem. Und Käse drauf. Und Ziegenkäse. Muss immer eine Scheibe Ziegenkäse in den Döner. Aber nur, wenn es im Brot ist, im Dönerbrot. Auf dem Teller ist auch geil, aber zu viel Soße kommt. Achso, ich dachte, du meinst jetzt irgendwie, wenn du hier Lammertschuhen oder so, dass es, wenn es gerollt ist, darf kein Käse rein oder so. Ich dachte, jetzt doch, so irgendwie natürlich. so eine Grundsatzdiskussion. Oh, das war eine tolle Folge. Können wir abschließen, oder? Wenn du willst. Gerne. Alles klar. Herzlichen Dank, dass ihr dabei wart. Hat Spaß gemacht. Ich habe fast alles erzählen können, was ich erzählen wollte. Nehmen wir für nächste Woche mit. Geht nichts verloren. Versprochen. Vielen Dank, dass ihr zugehört habt. Das war Blickwinkel Chaos für diese Woche. Falls euch die Folge gefallen hat, dann folgt uns auf Spotify. Bewertet uns mit 5 Sternen bitte, unser Podcast. Folgt uns auch auf TikTok und Instagram @blickwinkelchaos. Falls ihr Kritik oder Feedback habt, gerne auf blickwinkelchaos@concept-marton.de schreiben. Steht auf dem Display immer. Ich mache immer so und dann zeigt es in Animation an. Das ist cool. Richtig cool, genau. Ja, ansonsten bleibt gesund, bleibt chaotisch. Blickwinkelchaos ist aus. Wir hören uns nächste Woche. Ciao, ciao. Ciao. Ciao, ciao.